Hallo, ich heiße Sarah. Ich lebe in Deutschland. Ich möchte euch heute von meinem Alltag erzählen. Mein Leben ist ganz normal. Ich gehe zur Arbeit, ich kaufe im Supermarkt ein, ich fahre mit dem Bus oder mit der Bahn, ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Post, ich treffe Freunde, ich bestelle Essen im Café, ich telefoniere, ich schreibe Nachrichten und jeden Tag spreche ich ein bisschen Deutsch. Deutsch ist für mich sehr wichtig. Ich brauche Deutsch jeden Tag. Am Anfang war Deutsch für mich nicht einfach. Ich habe viele Wörter nicht verstanden. Manchmal habe ich eine Person angeschaut und wusste nicht, was ich sagen soll. Aber heute ist es besser. Ich kenne viele einfache Sätze. Diese Sätze benutze ich jeden Tag. Zum Beispiel sage ich am Morgen Guten Morgen. Wenn ich jemanden nicht verstehe, sage ich Entschuldigung. Dann sage ich Können Sie das bitte wiederholen? Wenn jemand sehr schnell spricht, sage ich Können Sie bitte langsamer sprechen? Diese Sätze sind sehr nützlich. Ich benutze sie bei der Arbeit, ich benutze sie im Supermarkt, ich benutze sie im Bus, ich benutze sie beim Arzt, ich benutze sie auch mit neuen Menschen. Ich muss nicht jedes Wort verstehen, ich muss nicht perfekt sprechen, ich möchte einfach kommunizieren. Mein Tag beginnt meistens früh. Ich stehe um 7 Uhr auf, mein Wecker klingelt, ich mache das Fenster auf. Dann schaue ich nach draußen. Manchmal ist das Wetter schön, manchmal regnet es, manchmal ist es kalt. Dann gehe ich ins Badezimmer. Ich putze meine Zähne, ich wasche mein Gesicht. Danach ziehe ich mich an. Dann gehe ich in die Küche. Ich mache Frühstück. Meistens esse ich Brot, manchmal esse ich Müsli. Ich trinke Kaffee oder Tee. Während ich frühstücke, schaue ich auf mein Handy. Ich lese meine Nachrichten, ich sehe meine Termine. Ich schaue auf die Uhr. Dann muss ich los. Bevor ich meine Wohnung verlasse, kontrolliere ich meine Tasche. Mein Handy ist in der Tasche. Mein Schlüssel ist in der Tasche. Mein Portemonnaie ist auch in der Tasche. Dann gehe ich aus der Wohnung. Ich sage manchmal zu meinem Nachbarn Guten Morgen. Wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe, sage ich Hallo, ich bin Sarah. Die Person sagt vielleicht Hallo, ich bin Anna. Dann kann ich sagen Freut mich. Das ist ein einfacher Satz. Ich benutze ihn oft. Wenn ich jemanden lange nicht gesehen habe, frage ich Wie geht es dir? Die Person sagt vielleicht Gut, danke. Und dir? Dann sage ich Auch gut, danke. Solche kleinen Gespräche gehören zu meinem Alltag. Ich finde sie wichtig. Denn Deutsch ist nicht nur Grammatik. Deutsch ist auch Kommunikation. Deutsch ist ein Hallo am Morgen. Deutsch ist ein Danke im Supermarkt. Deutsch ist ein Entschuldigung auf der Straße. Deutsch ist ein Bitte im Café. Deutsch ist ein Bis später bei der Arbeit. Deutsch ist ein Schönen Tag noch am Ende eines Gesprächs. Diese kleinen Sätze höre ich jeden Tag und ich benutze sie auch jeden Tag. Wenn ich in ein Geschäft gehe, sage ich Hallo. Wenn ich etwas suche, frage ich Entschuldigung, wo finde ich das? Wenn ich etwas kaufen möchte, frage ich Wie viel kostet das? Wenn ich bezahlen möchte, sage ich Ich möchte bitte bezahlen. Wenn ich mit Karte bezahle, sage ich Mit Karte bitte. Wenn ich kein Geld dabei habe, kann ich sagen Kann ich mit Karte bezahlen? Nach dem Bezahlen sagt die Person vielleicht Danke. Dann sage ich Danke, auf Wiedersehen. Wenn ich jemanden nicht gut höre, sage ich Wie bitte? Das ist ein sehr wichtiger Satz. Ich kann auch sagen Was haben Sie gesagt? Oder Können Sie das bitte noch einmal sagen? Ich finde solche Sätze sehr hilfreich. Sie geben mir mehr Sicherheit. Früher hatte ich Angst, Fehler zu machen. Heute habe ich diese Angst weniger. Ich weiß, dass Fehler normal sind. Wenn ich einen Fehler mache, ist das kein Problem. Ich kann einfach noch einmal sprechen. Ich kann fragen. Ich kann zuhören. Ich kann lernen. So wird mein Deutsch jeden Tag ein bisschen besser.
Wenn ich mit anderen Menschen spreche, versuche ich ruhig zu bleiben. Ich spreche langsam. Ich höre gut zu. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach. Das ist für mich sehr wichtig, denn im Alltag gibt es viele Situationen. Manchmal muss ich einen Termin machen. Dann sage ich, ich möchte einen Termin machen. Manchmal muss ich einen Termin verschieben. Dann sage ich kann leider nicht kommen oder können wir den Termin verschieben? Manchmal muss ich jemanden anrufen. Dann beginne ich mit Guten Tag, hier ist Sarah. Dann erkläre ich mein Problem. Wenn ich fertig bin, sage ich Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das ist höflich und einfach. Auch bei der Arbeit brauche ich solche Sätze. Wenn ich eine Frage habe, sage ich habe eine Frage. Dann frage ich, können Sie mir bitte helfen? Wenn ich die Aufgabe verstehe, sage ich, ja, ich verstehe. Wenn ich sie nicht verstehe, sage ich verstehe das noch nicht. Das ist völlig normal. Ich muss nicht so tun, als ob ich alles verstehe. Ich kann ehrlich sein. Ich kann sagen, ich bin mir nicht sicher oder können Sie das bitte erklären? Solche Sätze benutze ich immer öfter und ich merke, dass ich dadurch selbstbewusster werde. Mein Alltag in Deutschland besteht aus vielen kleinen Gesprächen. Jedes Gespräch ist eine kleine Übung. Jedes neue Wort hilft mir. Jeder einfache Satz kann wichtig sein. Und genau deshalb möchte ich meinen Alltag mit euch teilen. Ich möchte euch zeigen, welche deutschen Sätze ich wirklich benutze. Nicht nur im Deutschkurs, nicht nur im Buch, sondern im echten Leben. Wenn ich einkaufe, wenn ich arbeite, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Freunden spreche, wenn ich telefoniere, wenn ich etwas brauche, wenn ich etwas nicht verstehe, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich höflich sein möchte. Das sind die Sätze, die mein Leben in Deutschland einfacher machen. Und vielleicht machen sie auch euren Alltag einfacher. Ich bin Sarah. Das ist mein Alltag in Deutschland. Und ich möchte euch zeigen, wie einfaches Deutsch im echten Leben klingt. Mein Alltag beginnt jeden Morgen mit kleinen Dingen. Ich stehe auf, ich mache Frühstück, ich trinke Kaffee, ich ziehe meine Jacke an. Dann verlasse ich meine Wohnung. Aber schon am Morgen brauche ich Deutsch. Ich benutze Deutsch, wenn ich meine Nachbarn sehe. Ich benutze Deutsch auf der Straße. Ich benutze Deutsch an der Bushaltestelle. Ich benutze Deutsch in der Bahn. Ich benutze Deutsch bei der Arbeit. Deshalb möchte ich einfache Sätze kennen. Diese Sätze helfen mir jeden Tag. Wenn ich morgens eine Person sehe, sage ich Guten Morgen. Wenn es später ist, sage ich Guten Tag. Am Abend sage ich Guten Abend. Wenn ich eine Person kenne, kann ich auch einfach sagen Hallo. Wenn ich nach Hause gehe, sage ich Tschüss. Ich kann auch sagen Bis morgen oder bis später. Wenn ich eine Person lange nicht sehe, sage ich Bis bald. Diese Wörter sind einfach, aber sie sind sehr wichtig. Ich benutze sie sehr oft. Ich finde es auch wichtig, freundlich zu sein. Wenn jemand mir hilft, sage ich Danke. Ich kann auch sagen Vielen Dank. Wenn jemand Danke zu mir sagt, antworte ich Bitte. Ich kann auch sagen Gerne. Wenn jemand sich entschuldigt, kann ich sagen Kein Problem oder Macht nichts. Diese kleinen Antworten höre ich sehr oft. Sie gehören zum normalen Alltag. Wenn ich zum Beispiel im Bus sitze und jemand an mir vorbeigehen möchte, kann die Person sagen, Entschuldigung, dann mache ich Platz. Ich kann sagen, bitte. Wenn ich selbst durch eine Gruppe gehen möchte, sage ich, Entschuldigung, darf ich kurz durch? Das ist sehr nützlich. Ich benutze diesen Satz manchmal in der Bahn. Die Bahn ist morgens oft voll. Viele Menschen stehen, viele Menschen gehen zur Arbeit. Manchmal ist kaum Platz. Dann muss ich vorsichtig sein. Wenn ich aussteigen möchte, sage ich, Entschuldigung, ich muss hier raus. Oder
Darf ich bitte vorbei? Die Menschen verstehen mich. Ich finde das gut. Am Anfang habe ich solche Sätze nicht gekannt. Ich habe manchmal einfach gewartet. Heute frage ich. Das macht meinen Alltag einfacher. Auch an der Bushaltestelle brauche ich manchmal Hilfe. Wenn ich nicht weiß, welcher Bus richtig ist, frage ich eine Person. Ich sage: Entschuldigung, fährt dieser Bus zum Bahnhof? Die Person kann sagen ja oder nein, Sie brauchen den Bus Nummer 10. Dann kann ich fragen: Wo ist die Haltestelle? Oder wo muss ich aussteigen? Wenn die Antwort zu schnell ist, sage ich: Entschuldigung, können Sie bitte langsamer sprechen? Dieser Satz ist für mich sehr wichtig. Ich möchte alles verstehen, aber manchmal sprechen Menschen sehr schnell. Dann ist es schwer für mich. Ich muss mich nicht schämen. Ich kann einfach fragen. Ich kann auch sagen: Ich habe das nicht verstanden. Oder ich habe die Frage nicht verstanden. Manchmal verstehe ich nur einen Teil. Dann kann ich sagen: Können Sie das bitte noch einmal sagen? Oder was bedeutet das? Diese Sätze helfen mir beim Lernen. Ich lerne neue Wörter direkt im Alltag. Wenn ich ein Wort nicht kenne, frage ich danach. Das ist für mich besser, als nur ein Wort zu lesen. Ich höre das Wort, ich sage das Wort, ich benutze das Wort. Dann kann ich es besser merken. Zum Beispiel gehe ich oft in den Supermarkt. Dort brauche ich viele einfache Sätze. Wenn ich ein Produkt suche, frage ich: Entschuldigung, wo finde ich Milch? Oder wo finde ich Brot? Wenn ich eine bestimmte Sache suche, frage ich: Haben Sie das auch? Die Mitarbeiterin kann sagen: Ja, dort drüben. Dann sage ich: Danke. Wenn das Produkt nicht da ist, kann die Antwort sein: Leider haben wir das nicht. Dann kann ich sagen: Okay, danke. An der Kasse gibt es auch viele kleine Sätze. Die Kassiererin kann fragen: Möchten Sie eine Tüte? Ich kann sagen: Ja, bitte. Oder Nein, danke. Manchmal fragt die Person: Mit Karte oder bar? Dann sage ich: Mit Karte bitte. Wenn ich bar bezahlen möchte, sage ich: Bar bitte. Manchmal möchte ich einen Kassenbon. Dann kann ich sagen: Einen Kassenbon bitte. Wenn ich keinen brauche, sage ich: Nein, danke. Am Ende kann die Kassiererin sagen: Schönen Tag noch. Dann sage ich: Danke, Ihnen auch. Ich mag diesen Satz. Er ist einfach. Er ist freundlich und ich höre ihn oft. Auch im Café benutze ich solche Sätze. Wenn ich in einen Café gehe, sage ich zuerst: Hallo. Dann schaue ich auf die Speisekarte. Ich entscheide mich für ein Getränk. Dann sage ich: Ich möchte einen Kaffee bitte. Oder ich hätte gern einen Tee. Wenn ich etwas essen möchte, kann ich sagen: Ich nehme ein Sandwich bitte. Wenn ich noch nicht weiß, was ich möchte, sage ich: Ich schaue noch, danke. Das ist sehr praktisch. Wenn die Bedienung fragt: Möchten Sie noch etwas? Kann ich sagen: Nein, danke. Wenn ich noch etwas möchte, sage ich: Ja, bitte. Zum Beispiel: Noch ein Wasser, bitte. Wenn ich bezahlen möchte, sage ich: Zahlen, bitte. Oder ich möchte bitte bezahlen. Dann kann ich bezahlen. Wenn ich mit Karte bezahlen möchte, frage ich: Kann ich mit Karte bezahlen? Diese Sätze brauche ich immer wieder. Ich muss keine langen Sätze machen. Kurze Sätze sind oft genug. Das habe ich in Deutschland gelernt. Ich muss nicht perfekt sprechen. Ich muss nur klar sagen, was ich möchte. Wenn ich etwas brauche, frage ich. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich. Wenn ich Hilfe brauche, frage ich. Wenn ich einen Fehler mache, spreche ich einfach weiter. Das gibt mir mehr Sicherheit. Ich versuche auch, die Menschen gut zu verstehen. Ich höre auf einzelne Wörter. Ich achte auf die Situation. Wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin und jemand sagt: Brauchen Sie eine Tüte? Dann weiß ich, was die Person meint.
Wenn jemand im Café sagt, was darf es sein, dann weiß ich, dass die Person meine Bestellung möchte. Wenn jemand sagt, sonst noch etwas, dann weiß ich, dass die Person fragt, ob ich noch etwas möchte. Solche Ausdrücke höre ich im Alltag sehr oft. Sie sind nicht immer genau wie die Sätze in meinem Deutschbuch. Das ist interessant. Im echten Leben sprechen Menschen manchmal anders, aber mit der Zeit gewöhne ich mich daran. Ich höre zu, ich lerne, ich wiederhole und ich benutze die Wörter selbst. Für mich ist das der beste Weg, Deutsch zu lernen. Ich brauche Deutsch nicht nur im Unterricht, ich brauche Deutsch in meinem ganzen Leben. Deshalb achte ich jeden Tag auf kleine Sätze. Ich höre, was die Menschen sagen, ich merke mir neue Wörter und später benutze ich sie selbst. So wird Deutsch langsam ein Teil meines Alltags. Jeden Tag habe ich viele kleine Situationen mit anderen Menschen. Manchmal spreche ich nur einen Satz, manchmal habe ich ein längeres Gespräch. Aber auch ein kurzer Satz kann sehr wichtig sein. Besonders wichtig sind für mich Fragen. Wenn ich etwas wissen möchte, muss ich fragen. Das mache ich jeden Tag. Ich frage nach dem Weg. Ich frage nach einer Adresse. Ich frage nach einem Preis. Ich frage nach einer Uhrzeit. Ich frage nach einem Termin. Ich frage, ob etwas möglich ist. Eine meiner wichtigsten Fragen ist, wo ist... Ich benutze diesen Satz sehr oft. Wenn ich zum Beispiel eine Apotheke suche, frage ich, Entschuldigung, wo ist die nächste Apotheke? Wenn ich einen Bahnhof suche, frage ich, Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Wenn ich eine bestimmte Straße suche, frage ich, wo ist die Gartenstraße? Manchmal kenne ich den Ort, aber ich kenne den Weg nicht. Dann frage ich, wie komme ich zum Bahnhof? Oder wie komme ich zum Stadtzentrum? Diese Fragen sind sehr praktisch. Die Antwort kann sehr einfach sein. Eine Person kann sagen, gehen Sie geradeaus. Dann gehe ich geradeaus. Die Person kann sagen, gehen Sie nach links. Dann gehe ich nach links. Oder gehen Sie nach rechts. Dann gehe ich nach rechts. Manchmal sagt eine Person, die Straße ist gleich hier. Dann weiß ich, dass ich nicht weit gehen muss. Manchmal sagt die Person, es ist ungefähr 10 Minuten zu Fuß. Dann weiß ich, dass ich ein bisschen laufen muss. Wenn ich die Antwort nicht verstehe, frage ich noch einmal. Ich sage, Entschuldigung, können Sie das noch einmal sagen? Oder können Sie mir das zeigen? Ich finde es besser zu fragen, als den falschen Weg zu nehmen. Auch die Frage nach der Zeit ist im Alltag wichtig. Wenn ich wissen möchte, wie spät es ist, frage ich, wie spät ist es bitte? Oder haben Sie die Uhrzeit? Wenn jemand mir die Zeit sagt, antworte ich, danke. Wenn ich wissen möchte, wann ein Geschäft öffnet, frage ich, wann machen Sie auf? Oder wann öffnen Sie? Wenn ich wissen möchte, wann ein Geschäft schließt, frage ich, wann schließen Sie? Diese Fragen brauche ich besonders, wenn ich einen neuen Ort besuche. Ich schaue natürlich auch auf mein Handy, aber manchmal ist eine Person schneller und manchmal möchte ich einfach mit Menschen sprechen. Eine weitere wichtige Frage ist, wie viel kostet das? Ich benutze diese Frage beim Einkaufen. Wenn ich etwas sehe und den Preis nicht kenne, frage ich, wie viel kostet das? Die Antwort kann sein, das kostet 5 Euro. Dann sage ich, okay, danke. Wenn der Preis zu hoch ist, kaufe ich das Produkt vielleicht nicht. Dann kann ich sagen, nein, danke. Wenn ich 2 Produkte vergleichen möchte, kann ich fragen, was kostet dieses hier? Und dann, und was kostet das andere? Ich kann auch fragen, ist das im Angebot? Das ist beim Einkaufen sehr nützlich. Manchmal sehe ich ein Schild mit einem Preis, dann brauche ich keine Frage. Aber manchmal ist der Preis nicht klar, dann frage ich einfach. Auch bei Kleidung brauche ich Fragen. Wenn ich ein Kleidungsstück kaufen möchte, frage ich, haben Sie das in Größe M? Wenn ich eine andere Größe brauche, sage ich, haben Sie das auch in Größe L? Wenn ich eine andere Farbe möchte, frage ich, haben Sie das in Schwarz? Oder gibt es das auch in Blau? Wenn ich etwas anprobieren möchte, frage ich, kann ich das anprobieren? Wenn ich etwas nicht kaufen möchte, sage ich, danke, ich schaue noch. Das ist ein sehr praktischer Satz. Ich kann ihn auch in anderen Geschäften benutzen.
Wenn ein Mitarbeiter fragt, kann ich Ihnen helfen, kann ich sagen, ja, ich suche zum Beispiel, ich suche eine Jacke oder ich suche Schuhe. Wenn ich keine Hilfe brauche, sage ich, nein, danke oder ich schaue nur, danke. Ich benutze solche Antworten oft. Sie sind kurz und einfach. Auch bei Terminen brauche ich viele Fragen. Wenn ich einen Termin machen möchte, sage ich möchte einen Termin machen. Dann kann die Person fragen, wann haben Sie Zeit? Ich kann antworten, am Montag habe ich Zeit. Oder am Dienstagvormittag passt es mir gut. Wenn ich die Uhrzeit wissen möchte, frage ich, um wie viel Uhr? Wenn die Zeit für mich nicht passt, kann ich sagen, das passt leider nicht. Dann frage ich, haben Sie einen anderen Termin oder geht es auch am Nachmittag? Das Wort geht höre ich sehr oft. Zum Beispiel, geht es morgen? Das bedeutet, ist morgen möglich? Wenn ich Zeit habe, kann ich sagen, ja, das geht. Wenn ich keine Zeit habe, sage ich, nein, das geht leider nicht. Ich finde diese kurzen Ausdrücke sehr hilfreich. Sie machen Gespräche einfacher. Auch am Telefon brauche ich bestimmte Sätze. Wenn ich eine Firma anrufe, sage ich zuerst, Guten Tag, mein Name ist Sarah. Dann erkläre ich den Grund für meinen Anruf. Ich kann sagen, ich habe eine Frage oder ich möchte einen Termin machen oder ich brauche Informationen. Wenn die Person etwas sagt und ich es nicht verstehe, sage ich, Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Das ist besser, als einfach Ja zu sagen. Manchmal spricht eine Person am Telefon sehr schnell. Dann sage ich, können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Wenn die Verbindung schlecht ist, kann ich sagen, ich kann Sie schlecht hören oder die Verbindung ist nicht so gut. Wenn ich eine Information notieren möchte, sage ich, einen Moment bitte. Dann nehme ich mein Handy oder einen Stift. Ich schreibe die Information auf, zum Beispiel eine Telefonnummer oder eine Adresse oder eine Uhrzeit. Dann wiederhole ich die Information. Ich kann sagen, also, der Termin ist am Mittwoch um 10 Uhr, richtig? Die Person kann sagen, ja, genau. Dann weiß ich, dass alles richtig ist. Das Wort genau höre ich auch sehr oft. Wenn ich einer Person zustimme, kann ich sagen, genau oder ja, genau. Das klingt natürlich und freundlich. Ich benutze es immer öfter. Wenn jemand mir etwas erklärt, kann ich auch sagen, okay, verstanden oder alles klar. Diese Sätze höre ich besonders im Alltag. Zum Beispiel sagt jemand, Sie müssen hier warten. Ich kann antworten, alles klar. Oder jemand sagt, bitte kommen Sie morgen wieder. Ich kann sagen, okay, verstanden. Diese kleinen Antworten sind sehr nützlich. Ich muss nicht immer lange sprechen. Manchmal reicht ein Satz. Manchmal reichen sogar 2 Wörter. Alles klar. Kein Problem. Natürlich. Gerne. Dankeschön. Bis später. Ich merke immer mehr, dass einfache Wörter im Alltag sehr viel bedeuten. Wenn ich freundlich bin und klar spreche, funktioniert die Kommunikation meistens gut. Natürlich gibt es auch schwierige Situationen. Manchmal verstehe ich ein Wort nicht. Dann frage ich, was bedeutet das? Wenn ich ein Wort nicht richtig aussprechen kann, frage ich, wie spricht man das aus? Wenn ich ein Wort nicht schreiben kann, frage ich, wie schreibt man das? Diese Fragen sind besonders beim Lernen wichtig. Ich habe keine Angst mehr davor. Früher dachte ich oft, vielleicht ist meine Frage zu einfach. Heute denke ich anders. Eine einfache Frage ist besser als ein Missverständnis. Deshalb frage ich. Ich höre zu, ich antworte und ich lerne. So wird mein Deutsch jeden Tag ein bisschen natürlicher. Ich bin Sarah. Ich lebe in Deutschland. Und ich weiß heute, man braucht nicht 1000 schwierige Sätze, um im Alltag zurechtzukommen.
Man braucht die richtigen, einfachen Sätze und man muss den Mut haben, sie zu benutzen. In meinem Alltag muss ich oft etwas kaufen. Deshalb bin ich regelmäßig im Supermarkt. Für mich ist der Supermarkt ein wichtiger Ort. Dort kaufe ich Lebensmittel für die ganze Woche. Manchmal brauche ich nur ein paar Sachen, manchmal ist mein Einkaufswagen ganz voll. Ich gehe meistens am Nachmittag einkaufen, dann sind viele Menschen im Supermarkt. Ich nehme einen Einkaufswagen oder einen kleinen Korb. Am Eingang sehe ich oft Angebote. Manchmal steht dort Angebot oder diese Woche günstiger. Ich schaue mir die Preise an, aber ich kaufe nicht alles, was günstig ist. Ich kaufe zuerst die Sachen, die ich wirklich brauche. Meistens habe ich eine kleine Einkaufsliste. Auf meiner Liste stehen zum Beispiel Milch, Brot, Eier, Käse, Obst, Gemüse, Reis, Nudeln, Wasser. Manchmal schreibe ich die Liste auf mein Handy, manchmal schreibe ich sie auf einen kleinen Zettel. Dann gehe ich durch den Supermarkt. Zuerst gehe ich oft zu Obst und Gemüse. Ich sehe Äpfel, ich sehe Bananen, ich sehe Orangen, ich sehe Tomaten, ich sehe Gurken, ich sehe Kartoffeln. Wenn ich etwas brauche, nehme ich es. Dann gehe ich weiter. Manchmal finde ich ein Produkt nicht. Dann suche ich ein bisschen. Wenn ich es nicht finde, frage ich einen Mitarbeiter. Ich sage, Entschuldigung, wo finde ich Reis? Der Mitarbeiter kann sagen, im Gang 5. Dann frage ich vielleicht, wo ist Gang 5? Der Mitarbeiter zeigt mir den Weg. Ich sage, Dankeschön. Manchmal sagt ein Mitarbeiter, gerne. Dann gehe ich weiter. Ich finde es gut, wenn ich selbst fragen kann. Früher war ich im Supermarkt oft unsicher. Ich wusste nicht, wie ich eine Frage stellen soll. Jetzt kenne ich viele Sätze. Wenn ich wissen möchte, ob ein Produkt vorhanden ist, frage ich, haben Sie das? Oder haben Sie dieses Produkt? Wenn ich eine andere Größe möchte, frage ich, haben Sie eine größere Packung? Wenn ich eine kleine Packung möchte, frage ich, haben Sie auch eine kleinere Packung? Wenn ich ein Produkt in einer anderen Farbe oder Sorte suche, frage ich, gibt es das auch in einer anderen Sorte? Aber meistens brauche ich sehr einfache Fragen. Ich möchte nicht kompliziert sprechen. Ich möchte nur sagen, was ich brauche. Auch die Preise sind wichtig. Manchmal sehe ich 2 ähnliche Produkte. Das eine kostet 3 Euro, das andere kostet 5 Euro. Dann schaue ich auf die Verpackung. Ich vergleiche die Produkte. Manchmal frage ich, was ist der Unterschied? Wenn ich einen Mitarbeiter frage, kann er mir helfen. Ich kann auch fragen, welches ist günstiger oder welches empfehlen Sie? Manchmal möchte ich wissen, ob ein Produkt frisch ist. Bei Obst und Gemüse kann ich selbst schauen. Bei anderen Produkten ist es manchmal anders. Ich schaue auf das Datum. Auf vielen Produkten steht mindestens haltbar bis. Ich schaue auf das Datum. Dann weiß ich, wie lange das Produkt haltbar ist. Wenn ich ein Produkt nicht mehr möchte, stelle ich es wieder zurück. Ich lege es nicht irgendwo hin. Ich möchte den Supermarkt ordentlich halten. Wenn ich alle Sachen habe, gehe ich zur Kasse. Dort sehe ich oft eine Schlange. Manchmal sind viele Kassen geöffnet, manchmal ist nur eine Kasse offen. Ich stelle mich an, dann warte ich. Ich schaue, ob die Schlange langsam weitergeht. Wenn ich an der Reihe bin, gehe ich nach vorne. Ich lege meine Sachen auf das Band. Die Kassiererin begrüßt mich. Ich sage Hallo. Dann scannt sie meine Produkte. Manchmal fragt sie, haben Sie eine Kundenkarte? Wenn ich keine habe, sage ich Nein, danke. Wenn ich eine habe, kann ich sie zeigen. Dann geht der Einkauf weiter. Die Kassiererin fragt vielleicht, möchten Sie eine Tüte? Wenn ich eine brauche, sage ich, ja, bitte. Wenn ich keine brauche, sage ich, nein, danke. Ich benutze meistens meine eigene Tasche. Das ist praktisch. Dann fragt die Kassiererin vielleicht, bar oder mit Karte? Ich sage, mit Karte bitte. Dann bezahle ich. Manchmal möchte ich bar bezahlen.
Dann sage ich, bar bitte. Nach dem Bezahlen kann die Kassiererin sagen, möchten Sie den Kassenbon? Wenn ich ihn möchte, sage ich, ja, bitte. Wenn ich ihn nicht brauche, sage ich, nein, danke. Dann nehme ich meine Sachen. Ich sage, danke. Die Kassiererin sagt vielleicht, schönen Tag noch. Ich antworte, danke, Ihnen auch. Dann gehe ich aus dem Supermarkt. Ich finde diese kleinen Gespräche sehr normal, aber für Deutschlernende sind sie wichtig. Man kann viele Wörter dabei lernen. Zum Beispiel die Kasse, der Einkaufswagen, der Korb, der Preis, das Angebot, die Tüte, der Kassenbon, die Karte, das Geld, das Produkt, die Packung, das Regal, der Gang. Diese Wörter höre ich regelmäßig. Ich benutze sie auch regelmäßig. Besonders das Wort Regal ist praktisch. Wenn ich etwas nicht finde, kann ich fragen, in welchem Regal ist das? Oder in welchem Gang finde ich das? Manchmal steht ein Mitarbeiter direkt neben mir. Dann kann ich einfach fragen, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Das ist ein sehr guter Satz. Er funktioniert in vielen Situationen, nicht nur im Supermarkt. Auch in anderen Geschäften. Wenn ich Kleidung kaufen möchte, brauche ich andere Sätze. Ich gehe in ein Geschäft. Ich sehe eine Jacke. Ich finde die Jacke schön, aber ich weiß nicht, ob sie mir passt. Dann frage ich, kann ich die Jacke anprobieren? Die Mitarbeiterin sagt, ja, natürlich. Dann gehe ich zur Umkleide. Ich probiere die Jacke an. Wenn sie zu klein ist, sage ich, die Jacke ist zu klein. Dann kann ich fragen, haben Sie eine größere Größe? Wenn sie zu groß ist, sage ich, die Jacke ist zu groß. Dann frage ich, haben Sie eine kleinere Größe? Wenn die Jacke gut passt, kann ich sagen, die passt gut. Wenn ich sie kaufen möchte, gehe ich zur Kasse. Wenn ich sie nicht kaufen möchte, sage ich, danke, ich möchte noch überlegen. Oder, danke, ich schaue noch weiter. Auch beim Bezahlen benutze ich wieder einfache Sätze. Mit Karte bitte. Einen Kassenbon bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Diese Sätze kenne ich inzwischen sehr gut. Ich benutze sie automatisch. Das ist ein gutes Gefühl, denn am Anfang muss ich über jeden Satz nachdenken. Heute kommen viele Sätze einfach. Ich denke nicht lang darüber nach, ich spreche einfach. Das passiert langsam. Ich lerne ein Wort, dann lerne ich einen Satz, dann benutze ich den Satz. Nach einiger Zeit wird der Satz normal. So lerne ich Deutsch im Alltag. Ich lerne nicht nur im Kurs, ich lerne beim Einkaufen, ich lerne beim Bezahlen, ich lerne beim Fragen, ich lerne beim Zuhören. Und manchmal mache ich einen Fehler, aber das ist okay. Ich sage einfach, Entschuldigung, dann versuche ich es noch einmal. Für mich ist das wichtig, denn ich möchte im Alltag selbstständig sein. Ich möchte fragen können, ich möchte einkaufen können, ich möchte bezahlen können, ich möchte verstehen, was die Menschen sagen und ich möchte keine Angst vor einfachen Gesprächen haben. Ich bin Sarah, ich lebe in Deutschland und ein ganz normaler Einkauf im Supermarkt ist für mich jeden Tag auch eine kleine Deutschstunde. Neben dem Einkaufen gibt es noch einen Ort, den ich oft besuche. Das ist die Post. Ich muss nicht jeden Tag zur Post gehen, aber manchmal habe ich einen Brief oder ein Paket. Dann muss ich wissen, was ich sagen kann. Früher war ich bei der Post oft nervös. Ich wusste nicht genau, was ich sagen soll. Heute kenne ich einige einfache Sätze. Deshalb ist es viel leichter. Wenn ich zur Post gehe, nehme ich zuerst meinen Brief oder mein Paket mit. Manchmal habe ich auch einen Ausweis dabei. Dann gehe ich in die Filiale. In der Postfiliale gibt es meistens mehrere Schalter. Manchmal muss ich zuerst eine Nummer ziehen. Dann warte ich. Auf einem Bildschirm sehe ich meine Nummer. Wenn meine Nummer kommt, gehe ich zum Schalter. Ich sage, Guten Tag. Die Mitarbeiterin sagt, Guten Tag. Dann erkläre ich, warum ich da bin. Wenn ich einen Brief schicken möchte, sage ich möchte diesen Brief schicken. Wenn ich ein Paket schicken möchte, sage ich
ich möchte dieses Paket verschicken. Das Wort verschicken ist für mich sehr nützlich. Ich höre es oft bei der Post. Die Mitarbeiterin kann dann fragen, wo soll das Paket hin? Ich kann antworten, nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Österreich. Wenn ich eine genaue Adresse habe, zeige ich sie. Ich kann sagen, hier ist die Adresse. Dann schaut die Mitarbeiterin auf das Paket. Vielleicht fragt sie, ist die Adresse richtig? Ich sage, ja, die Adresse ist richtig. Wenn ich nicht sicher bin, kann ich sagen, ich bin nicht sicher. Dann schaue ich noch einmal nach. Ich finde es wichtig, bei einer Adresse genau zu sein. Ein kleiner Fehler kann Probleme machen. Deshalb kontrolliere ich die Straße, ich kontrolliere die Hausnummer, ich kontrolliere die Postleitzahl, ich kontrolliere den Ort. Diese Wörter kenne ich gut. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Wenn ich eine Adresse schreiben muss, frage ich manchmal, wo muss ich die Adresse schreiben? Die Mitarbeiterin kann mir zeigen, wo ich sie schreiben soll. Manchmal brauche ich eine Briefmarke. Dann sage ich, ich hätte gern eine Briefmarke bitte. Die Mitarbeiterin kann fragen, für einen Brief. Ich sage ja, dann bekomme ich die Briefmarke. Manchmal möchte ich mehrere Briefmarken kaufen. Dann sage ich hätte gern 3 Briefmarken bitte. Ich bezahle. Dann klebe ich die Briefmarke auf den Brief. Wenn ich nicht weiß, wohin die Briefmarke kommt, frage ich, wo muss die Briefmarke hin? Das ist eine einfache Frage. Die Mitarbeiterin kann sagen, oben rechts. Dann weiß ich, was ich machen muss. Bei der Post gibt es auch verschiedene Arten von Briefen und Paketen. Ich muss nicht immer alles wissen. Wenn ich unsicher bin, frage ich. Ich kann sagen, was ist die beste Möglichkeit? Oder was ist am günstigsten? Wenn ich wissen möchte, wie viel etwas kostet, frage ich, wie viel kostet das? Wenn ich wissen möchte, wann das Paket ankommt, frage ich, wann kommt das Paket an? Oder wie lange dauert der Versand? Diese Fragen sind sehr hilfreich. Die Mitarbeiterin kann sagen, das dauert 2 bis 3 Tage. Dann weiß ich ungefähr, wann mein Paket ankommt. Manchmal brauche ich eine Sendungsnummer. Dann kann ich später sehen, wo mein Paket ist. Wenn ich die Nummer nicht verstehe, frage ich, ist das die Sendungsnummer? Die Mitarbeiterin sagt ja. Dann schreibe ich die Nummer auf. Oder ich fotografiere sie mit meinem Handy. Ich finde das praktisch. Wenn ich ein Paket bekomme, kann ich manchmal zu Hause bleiben, aber manchmal bin ich nicht zu Hause. Dann bekomme ich eine Nachricht oder einen Zettel. Auf dem Zettel steht vielleicht, wo mein Paket ist. Manchmal ist es bei einem Nachbarn. Dann muss ich vielleicht meinen Nachbarn fragen. Ich kann sagen, hallo, haben Sie mein Paket bekommen? Wenn der Nachbar sagt, ja, hier ist es, dann sage ich, vielen Dank. Wenn er sagt, nein, ich habe kein Paket, dann sage ich, okay, danke. Auch solche kleinen Gespräche gehören zu meinem Alltag. Manchmal muss ich auch bei einem Unternehmen anrufen, zum Beispiel, wenn ich eine Frage zu einer Rechnung habe. Dann bin ich am Anfang ein bisschen nervös, aber ich kenne einen einfachen Anfang. Ich sage, guten Tag, mein Name ist Sarah. Dann sage ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Die Person fragt vielleicht, worum geht es? Dann erkläre ich mein Problem. Ich muss nicht viele Wörter benutzen. Ich kann kurze Sätze sagen. Wenn ich zum Beispiel eine Rechnung nicht verstehe, sage ich verstehe diese Rechnung nicht. Dann frage ich, können Sie mir bitte helfen? Wenn die Person etwas erklärt, höre ich genau zu. Wenn ich ein Wort nicht verstehe, frage ich, was bedeutet das? Oder können Sie das bitte erklären? Ich finde solche Sätze sehr wichtig, denn im echten Leben kann ich nicht jedes Wort kennen. Es ist normal, dass ich manchmal etwas nicht verstehe. Ich muss nur wissen, wie ich reagieren kann. Ein Satz hilft mir besonders.
Können Sie das bitte noch einmal erklären? Ich benutze diesen Satz oft. Auch wenn jemand am Telefon sehr schnell spricht, kann ich sagen, können Sie bitte langsamer sprechen? Wenn ich die Person nicht gut höre, sage ich kann Sie leider nicht gut hören. Dann kann die Person vielleicht lauter sprechen. Oder sie wiederholt den Satz. Wenn ich etwas aufschreiben muss, sage ich, einen Moment bitte. Dann nehme ich einen Stift. Ich schreibe die Information auf. Danach wiederhole ich sie. Ich kann sagen, also, ich soll am Freitag kommen, richtig? Die Person sagt, ja, genau. Dann weiß ich, dass ich alles richtig verstanden habe. Solche kleinen Bestätigungen sind sehr hilfreich. Ich benutze auch oft, okay, alles klar, verstanden, genau. Diese Wörter sind kurz, aber sie machen ein Gespräch natürlicher. Ich muss nicht nach jedem Satz lange antworten. Manchmal reicht ein einfaches Okay, danke. Wenn das Gespräch fertig ist, sage ich Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann kann ich sagen Auf Wiederhören. Das sage ich am Telefon. Wenn ich persönlich mit jemandem spreche, sage ich Auf Wiedersehen. Das sind zwei verschiedene Ausdrücke. Auf Wiederhören benutze ich am Telefon. Auf Wiedersehen benutze ich bei einem persönlichen Gespräch. Das merke ich mir. Ich benutze auch oft das Wort bitte. Einen Moment bitte. Noch einmal bitte. Langsamer bitte. Eine Briefmarke bitte. Helfen Sie mir bitte. Das Wort bitte macht viele Sätze freundlich. Auch Danke ist sehr wichtig. Danke, Dankeschön, vielen Dank. Ich benutze diese 3 Formen regelmäßig. Wenn jemand mir hilft, sage ich Danke. Wenn jemand mir besonders hilft, sage ich Vielen Dank. Wenn ich etwas bekomme, sage ich ebenfalls Danke. Diese Wörter sind einfach, aber sie gehören jeden Tag zu meinem Leben. Ich habe gelernt, dass man im Alltag nicht immer komplizierte Grammatik braucht. Ich kann mit einfachen Sätzen sehr viel sagen. Ich kann erklären, was ich möchte. Ich kann eine Frage stellen. Ich kann um Hilfe bitten. Ich kann etwas bestätigen. Ich kann ein Problem erklären. Ich kann ein Gespräch beenden. Das gibt mir Sicherheit. Auch wenn mein Deutsch nicht perfekt ist, kann ich meinen Alltag organisieren. Ich kann zur Post gehen. Ich kann einen Brief schicken. Ich kann ein Paket verschicken. Ich kann nach dem Preis fragen. Ich kann nach der Lieferzeit fragen. Ich kann eine Adresse erklären. Ich kann telefonieren. Ich kann Hilfe bekommen. Für mich ist das ein großer Fortschritt. Denn Deutsch soll nicht nur ein Schulfach sein, Deutsch soll mir im echten Leben helfen. Ich bin Sarah, ich lebe in Deutschland und jeden Tag lerne ich neue Wörter durch ganz normale Situationen. Manchmal brauche ich nur einen Brief, manchmal brauche ich ein Paket, aber jedes Mal brauche ich ein bisschen Deutsch. Und genau diese kleinen Gespräche machen mein Deutsch langsam besser. Ich spreche jeden Tag Deutsch. Manchmal mache ich Fehler. Manchmal verstehe ich nicht alles. Aber ich spreche weiter. Ich lerne weiter. Und ich werde jeden Tag ein bisschen sicherer. Vielleicht bist du auch gerade dabei, Deutsch zu lernen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Hab keine Angst vor Fehlern. Sprich so oft wie möglich. Hör gut zu. Lerne kleine Sätze und benutze sie im echten Leben. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, mein Alltag hat dir geholfen. Ich hoffe, du kannst einige dieser einfachen Sätze selbst benutzen. Für heute bin ich fertig. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache mir einen Tee. Dann ruhe ich mich ein bisschen aus. Morgen beginnt ein neuer Tag. Und morgen spreche ich wieder Deutsch. Vielleicht lernst du morgen auch ein paar neue Wörter. Also, bis bald. Mach's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.